Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Roland MC707 Groovebox Tutorial. Im heutigen Video zeige ich euch, wie man die Control Changes, die zur Gruppe der Channel Voice Messages gehören, verwendet. Zu Gast haben wir heute die Novation Base Station 2, die ich mir von meinem Freund Ralf geliehen habe. Herzlichen Dank dafür und los geht's! Mit der MIDI-Befehlsart Control Change kann man Controllerdaten von einem Gerät zu einem anderen senden, um diese fernzusteuern. Dazu hat jeder Controller eine eigene Adresse bzw. Nummer, die übereinstimmen muss. Die Control-Change-Nummern und deren zugewiesene Funktion sind in der MIDI Implementation Chart aufgelistet, die sich in der Betriebsanleitung befindet. Ich blende euch jetzt die aktuelle MIDI Implementation Chart der MC707 ein, also auf Pause drücken oder einen Screenshot machen. Dann wollen wir mal den Cutoff und sagen wir den Course Tune der Base Station 2 mit den Controllern der Groovebox steuern. Kurz noch zur Verkabelung. Ich habe MIDI Out 1 der MC707 mit MIDI In der Base Station 2 verbunden und der Audio Output des Synths geht in den External In der Groovebox. Des Weiteren habe ich eine Sequence programmiert, die ich ebenfalls an den Synth sende. Okay, als erstes stellen wir mal den MIDI-Kanal ein, dass eine generelle Kommunikation zwischen den Geräten stattfinden kann. Ich werde Track 2 nutzen, um die Controllerdaten der MC707 über MIDI-Kanal 13 an die entsprechende Funktion bzw. Control-Change-Nummer der Base Station zu senden. Vereinfacht gesagt, wir steuern den Regler mit den hier. Dazu gehen wir ins Utility-Menü, Set, Reiter MIDI, dann runter zu Track Channel 2 und stellen dort MIDI-Kanal 13 ein. Das gleiche machen wir auch beim Empfänger, ebenso MIDI-Kanal 13. Dann schauen wir mal in die MIDI Implementation Chart der Base Station 2, welche Control Change Nummer der Cutoff hat. In unserem Fall ist das Control Change Nummer 16. Nachdem wir das jetzt wissen, gehen wir mit Shift und Select in die Track Settings Reiter MIDI. Dort müssen nun folgende Einstellungen gemacht werden. DX MIDI Out 1 auf On, da wir MIDI Out 1 der Groovebox mit der MIDI In-Buchse der Base Station verbunden haben. Des Weiteren muss TX MIDI Control Change ebenfalls auf On gestellt werden. Ganz unten befinden sich die Zuweisungen der Control Change Nummern zu den Controllern der MC707. Wir weisen jetzt dem Modulationsbody der Control Change Nummer 16 zu und schon können wir den Cutoff der Base Station steuern. Des Weiteren werde ich im Knob Assign die interne Zuweisung trennen. Natürlich können wir die Parameter automatisieren, wie wir es aus dem Motion Record und Motion Designer Tutorial kennen. Falls ihr diese versäumt habt, solltet ihr euch diese unbedingt anschauen. Ich blende sie euch wie immer im Abspann ein. Wie wir bereits wissen, sind die Automationen clip-basierend. Das heißt, man kann andere Parameter in verschiedene Clips speichern. Okay, dann erstellen wir mal eine Motion mit dem Motion Designer. Type nehmen wir Sample and Hold, Steplänge 1, Minimum Value 24 und Maximal Value 112. Drücke Enter, um die Motion zu schreiben. Und schon haben wir den Cutoff automatisiert. Wir kopieren jetzt mal den Clip und löschen die Automation und werden hier eine andere aufnehmen. Das machen wir dann händisch mit Motion Record. Und schon haben wir eine Motion aufgenommen. Das klingt dann so. Dann machen wir noch einen dritten Clip, mit dem wir den Parameter Range von Oszillator 1 der Base Station steuern. Das werden wir mit dem Controller 4 Sound bewerkstelligen.
Ein Blick in die MIDI Implementation Chart zeigt uns, dass Oszillator 1 Range die Nummer 70 hat. Des Weiteren sehen wir hier, welche MIDI-Werte der Range zugewiesen sind. Also 63 bis 66. Okay, das heißt Controller 4 Sound schicken wir an Control Change Nummer 70. Mit Shift und Step gehen wir in die Motions, Controller 4 Sound auswählen, Funktionstaste und schon sind wir wieder im Motion Designer. Hier stellen wir ebenfalls auf Sample und Hold. Länge sagen wir diesmal 2. Minimum Value natürlich auf 63. Und Maximum Value auf 66. Das Ganze klingt dann so. Ich werde jetzt noch schnell die Wellenformen von LFO 2 automatisieren, da man hier das Umschalten ebenfalls optisch sehen kann. Also die Wellenform werden wir steuern. Ich nehme dafür Controller 1. Die Control Change Nummer ist 89. Wir sehen, das funktioniert. Dann Motion Record. Dann machen wir noch ein schnelles Clip Chaining, damit das Ganze ein bisschen Sinn ergibt und als kleine Wiederholung. Falls ihr nicht wisst, was das Clip Chaining ist, könnt ihr euch gerne das Clip Tutorial anschauen. Okay. Clip 1 soll auf Clip 2 springen mit einer Länge von 2 Takten. Clip 2 soll natürlich auf Clip 3 springen, aber nach nur einem Takt. Clip 3 soll dann wieder auf Clip 1 springen und den lassen wir 4 Takte spielen. Okay, liebe Leute, das soll es gewesen sein für heute. Für diejenigen, die mich und dieses YouTube-Projekt unterstützen wollen, habe ich einen PayPal-Spendenlink in die Videobeschreibung hinzugefügt. Herzlichen Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal. See you!